Rund um das kleine Holzhaus erstreckten sich kurze, trockene Wiesen, in denen Thomas Heel immer dann Rast machte, wenn er am Rande des riesigen Waldes entlang reiste. An einem grauen, sonnigen Nachmittag entdeckte er zu seinem Erstaunen einen abgemagerten, dürren Leoparden, der auf der alten Veranda herumschlich. Sein Fell war trocken und brüchig, und auf seinem abgemagerten Körper, der durch tagelanges Nichtfressen geschwächt war, waren deutlich rosa Flecken zu erkennen. Das Tier taumelte dahin, seine Augen müde, aber immer noch erfüllt von der beharrlichen Suche nach einem Hoffnungsschimmer. Thomas stand im Türrahmen und empfand sowohl Furcht als auch Mitleid, als er sah, wie das wilde Tier beinahe zusammenbrach. Er öffnete die letzte Dose Fleisch und warf ein perfekt zugeschnittenes Stück davon auf den trockenen Boden vor dem Hof. Der Leopard beugte sich hinunter und verschlang jeden Bissen, als wäre es seine erste Mahlzeit nach Tagen der Verzweiflung. Hin und wieder hielt es inne, hob den Kopf und blickte Thomas mit Augen an, die nicht mehr aggressiv, sondern von tiefer Dankbarkeit erfüllt waren. Nachdem es fertig gefressen hatte, drehte es sich um und verließ die trockene Wiese. Thomas blieb mit einem Gefühl zurück, das zugleich seltsam und warm war. Thomas dachte bei sich, dass er diesen Leoparden wohl nie wiedersehen würde. 6 Monate vergingen, die trockenen Wiesen wurden noch gelber, und Thomas bemerkte plötzlich den Schatten eines Leoparden auf seiner Veranda. Diesmal war sein Körper wohlgenährt, sein Fell gesund, was zeigte, dass es selbstständig nach Nahrung gesucht und sich wieder an die Natur angepasst hatte. Doch sein unsicherer Gang gab Thomas sofort das Gefühl, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Der Leopard versuchte noch ein paar Schritte auf dem kurzen Gras zu gehen, bevor er zusammenbrach, da er das Gleichgewicht nicht halten konnte. Als er näher kam, musste Thomas mit Schrecken feststellen, dass das Vorderbein des Tieres in einer rostigen Eisenschlinge gefangen war. Ein abgerissenes Kettenstück schleifte über seinen Rücken und deutete darauf hin, dass es heftig gekämpft hatte, um der Falle des Jägers zu entkommen. Der Geruch des Betäubungsmittels hing in der Luft um die Wunde und führte dazu, dass der maßige Körper immer unkontrollierbarer wurde. Offenbar musste der Leopard über das trockene Grasland kriechen, um die einzige Person zu finden, die ihm jemals geholfen hatte. Thomas bekam einen Kloß im Hals, als er sah, wie sehr das Tier ihm vertraute. Sie blickte ihn mit stumpfen, schmerzverzerrten Augen an, doch in ihr schlummerte noch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Thomas begriff, dass er jetzt nicht zögern dürfte, wenn er das verzweifelte Wesen vor ihm retten wollte. Er holte tief Luft, um sich zu beruhigen und sich auf die bevorstehende gefährliche Aktion vorzubereiten. Thomas näherte sich langsam, sein Herz hämmerte, als er einem ausgewachsenen Leoparden gegenüberstand, der jeden Moment angreifen konnte. Es atmete jedoch nur schwer und blickte ihn mit flehenden Augen an, ohne jede wilde Wildheit. Der trockene Boden unter seinen Füßen war mit schwachen Blutspuren befleckt, was Thomas' Angst und sein Mitleid nur noch verstärkte. Er kniete neben dem Tier nieder, seine Hände zitterten vor Angst, aber sein Herz drängte ihn, es ein letztes Mal zu retten. Thomas streckte die Hand aus, um die Falle zu untersuchen, und spürte, wie sich die scharfen, kalten Metallkanten in sein Fleisch gruben. Der Leopard fauchte jedes Mal leise, wenn er es berührte, aber still, als ob er verstünde, dass er ihm damit half. Thomas setzte all seine Kraft ein, um die beiden Stahlstangen aufzuhebeln, die sich fest um die Beine des Tieres schlossen. Seine Hände bluteten von den scharfen Kanten der Fallen, aber trotz seiner Erschöpfung gab er nicht auf. Die Narkose wirkte noch, sodass der Leopard nur sehr schwache Bewegungen ausführen und schwer atmen konnte. Thomas versuchte, die Falle in einen anderen Winkel zu drehen, wodurch er genügend Hebelwirkung erzeugte, um die hartnäckige Klemme aufzuhebeln. Sein Schweiß tropfte auf den Boden und vermischte sich mit der dicken Schicht aus trockenem Staub, die am Fell des leicht zitternden Leoparden haftete. Ein Klickgeräusch hallte wieder, als die letzte Stahlstange brach und das schmerzende Bein befreite. Der Leopard zuckte instinktiv zurück und stieß ein schmerzvolles Stöhnen aus, das Thomas noch mehr bewegte. Er zerriss rasch sein Hemd in lange Streifen, um sie als provisorischen Verband für die Wunde zu verwenden, die nur wenig blutete. Schließlich saß er schweigend daneben, wartete darauf, dass die Betäubung nachließ, und hoffte, dass es sein zerbrechliches Leben überleben würde.
Als die Betäubung nachließ, öffnete der Leopard die Augen und sah Thomas immer noch geduldig neben sich auf dem trockenen Gras sitzen. Seine Augen verrieten keine Drohung, nur Vertrauen, was Thomas vor Rührung sprachlos machte. Es versuchte, den Kopf zu heben und atmete leiser, als wollte es sich vergewissern, dass er wirklich noch da war, um es zu beschützen. Thomas trat ein wenig zurück, damit sich das Tier nicht bedrängt fühlte und den notwendigen Sicherheitsabstand einhielt. Der Leopard richtete sich langsam auf und versuchte, die Kraft in seinem verletzten Bein wieder zu erlangen, doch sein Blick blieb auf ihn gerichtet. Zwischen zwei Lebewesen unterschiedlicher Arten entsteht ein stillschweigendes Einverständnis, ganz ohne Worte. Es wandte den Kopf noch einmal zurück und blickte Thomas an, als wolle es vor seinem Weggang seine aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken. Jeder Schritt hinterließ eine Spur im trockenen Boden und führte direkt in eine weite, öde Graslandschaft. Thomas stand unbeweglich da und beobachtete, wie seine Silhouette vor dem blassgelben Hintergrund des Abendhimmels allmählich kleiner wurde. Ihm war klar, dass es bei dem, was heute geschehen war, nicht einfach nur darum ging, ein verletztes Lebewesen zu retten. Dieser Moment markierte den Beginn einer einzigartigen Freundschaft zwischen Menschen und wilden Leoparden. Es hat sich ein unsichtbares Band gebildet, das von Dauer ist und eine tiefe Bedeutung besitzt, die sich jeder herkömmlichen Erklärung entzieht. In den darauffolgenden Wochen sah Thomas gelegentlich an windigen Nachmittagen den Schatten des Leoparden auf seiner Veranda erscheinen. Es zeigte keinerlei Aggression, sondern stand einfach schweigend da, als wolle es ihn daran erinnern, dass es seine Freundlichkeit noch immer nicht vergessen hatte. Thomas ließ oft ein paar Fleischstücke auf der Holzstufe liegen, und der Hund fraß langsam, nicht mehr so eilig wie zuvor. Manchmal ist sein Fell mit Staub und Schmutz bedeckt, was beweist, dass es immer noch in den wilden, trockenen Graslandschaften jagt und dort gut gedeiht. Ihre Blicke trafen sich immer wieder, und jedes Mal erweckte dies in Thomas' Herzen ein unbeschreibliches Gefühl des Friedens. Er hatte das Gefühl, einen besonderen Freund gefunden zu haben, jemanden, den er auch ohne Worte verstehen konnte. Der Leopard betritt niemals das Haus, sondern wahrt stets einen respektvollen Abstand, als ob er sich der menschlichen Grenzen bewusst wäre. Oft stand es einige Minuten lang still in der Nachmittagssonne, bevor es sich umdrehte und das alte Holzhaus verließ. Thomas gewöhnte sich allmählich an diese Besuche und betrachtete sie als normalen Bestandteil des Lebens auf der Wiese. Jedes Mal, wenn er es sah, empfand er Erleichterung, als wäre es eine Bestätigung dafür, dass ihre Freundschaft weiterhin stark war. Dank der Anwesenheit dieses mächtigen Geschöpfs wirkte die weite Graslandschaft plötzlich vertrauter denn je. Ihre außergewöhnliche Freundschaft wurde immer tiefer und überwand alle Grenzen zwischen Mensch und Tier. An einem strahlend sonnigen Morgen öffnete Thomas die Tür und staunte nicht schlecht, als er einen Leoparden auf der Veranda stehen sah, allerdings nicht allein. Hinter ihr folgte ein ausgewachsenes Leopardweibchen, das anmutig schritt, aber einen vorsichtigen Abstand hielt. Ein winziges, geflecktes Leopardenjunges huschte neugierig und voller Lebensfreude um die Füße seiner Eltern. Der männliche Leopard trat einen Schritt vor und blickte Thomas mit vertrautem Blick an, als wolle er ihn seiner Familie vorstellen. Thomas blieb stehen und machte keine plötzlichen Bewegungen, um zu signalisieren, dass er sich sicher fühlte und ihn nicht als Bedrohung ansah. Das Junge rannte voraus, wurde aber sofort von seiner Mutter mit einem Blick absoluter Beschützerinstinkte zurückgezogen. Diese heilige Szene erfüllte Thomas mit einer nie dagewesenen Wärme im Herzen. Der Leopard beschloss, das größte Glück seines Lebens mit dem Mann zu teilen, der ihn zweimal gerettet hatte. Und Thomas verstand, dass ihre Freundschaft auf dieser kurzen, trockenen, windigen und sonnenverwundenen Wiese für immer weiterleben würde.